Hallo Alex. Schön, dass du wieder da bist. Heute ist der letzte Teil vom A2-Set. Die Nummern 151 bis 200. Bist du bereit? Hallo Moni. Ja, jetzt will ich es wissen. 200 Redewendungen, das ist ein großes Ziel. Worum geht es heute? Heute geht es um Freizeit, Hobbys, Wetter und moderne Technik. Also alles, was du im Alltag brauchst, wenn du über dich sprichst. Perfekt. Über Hobbys spreche ich oft. Und das Wetter ist ja auch immer ein Thema. Dann fangen wir an. Fangen wir mit Hobbys und Interessen an. Hobbys haben, hast du irgendwelche Hobbys? Oder, meine Hobbys sind Lesen und Reisen und Interessen haben etwas allgemeiner. Ich habe viele Interessen, besonders Musik, oder seine Interessen liegen im sportlichen Bereich. Und Sport? Sport treiben? Ja, das ist der formelle Ausdruck für Sport machen. Um gesund zu bleiben, treibe ich regelmäßig Sport, oder, treibst du gern Sport? Und dann spezielle Aktivitäten, musizieren, ein Instrument spielen oder singen. Wir musizieren gerne zusammen, oder, in meiner Freizeit musiziere ich oft. Und die Klassiker lesen und Fernsehen? Ja, ich lese jeden Abend ein Buch, oder, hast du das Buch schon gelesen? Und Fernsehen, am Abend sehe ich gerne fern, oder, die Kinder sehen zu viel fern, aber Achtung, es heißt Fernsehen, zusammen, aber ich sehe fern, getrennt. Und ausgehen? Kino gehen und ins Theater gehen? Ja, lass uns heute Abend ins Kino gehen, oder, wie oft gehst du ins Kino? Und Theater, wir gehen am Wochenende ins Theater, oder, gehst du gerne ins Theater? Und draußen? Spazieren gehen und wandern gehen? Ja, spazieren gehen ist eher ein gemütlicher Spaziergang, oft in der Stadt. Bei schönem Wetter gehe ich spazieren, oder, sollen wir im Park spazieren gehen, wandern gehen, ist in der Natur, oft in den Bergen oder im Wald. Im Urlaub gehen wir in den Bergen wandern, oder, ich gehe am Wochenende gerne wandern. Und reisen? Das mag ich auch sehr. Ja, ich reise sehr gerne in ferne Länder, oder, im nächsten Jahr reisen wir nach Asien, und Freunde treffen, am Samstag treffe ich meine Freunde, oder, ich treffe mich oft mit Freunden im Café, das ist ein wichtiger Teil der Freizeit. Und feiern? Ausgehen, Party machen, feiern? Ja, ausgehen bedeutet, abends wegzugehen, in eine Bar oder einen Club. Heute Abend gehen wir aus, oder, gehst du gerne aus oder bleibst du lieber zu Hause? Party machen, eine Party organisieren. Am Wochenende machen wir eine Party, oder, hast du Lust, heute Abend Party zu machen? Und feiern, das ist allgemeiner, kann Geburtstag, Hochzeit, Silvester sein. Wir feiern heute meinen Geburtstag, oder, wie habt ihr Silvester gefeiert? Und tanzen und singen? Tanzen gehen und singen? Ja, lass uns tanzen gehen, oder, ich gehe am Wochenende gerne tanzen und singen, ich singe gerne unter der Dusche, lacht, oder, kannst du dieses Lied singen? Und kreative Hobbys? Malen, zeichnen, fotografieren? Ja, meine Tochter malt gerne mit Wasserfarben, oder, hast du dieses Bild gemalt? Zeichnen, ist mit Bleistift oder Stift. Er zeichnet sehr gerne Porträts, oder, ich kann nicht gut zeichnen, und fotografieren, ich fotografiere gerne Landschaften, oder, hier darf man nicht fotografieren. Jetzt kommt das Wetter. Das ist ja immer ein gutes Gesprächsthema. Lacht, ja, die Deutschen reden gerne über Wetter. Fangen wir an. Es regnet schon den ganzen Tag, oder, wenn es regnet, bleibe ich zu Hause, es schneit, im Winter schneit es hier oft, oder, es schneit seit heute Morgen. Und schönes Wetter? Es ist sonnig? Ja, morgen soll es sonnig werden, oder, bei sonnigem Wetter gehen wir an den Strand, es ist bewölkt, heute ist es stark bewölkt, oder, der Himmel ist bewölkt, vielleicht regnet es ist windig, im Herbst ist es oft windig, oder, zieh eine Jacke an, es ist windig draußen. Und Temperaturen? Es ist heiß, es ist kalt, es ist warm, es ist kühl?
Ja, im Sommer ist es hier sehr heiß, oder mir ist heiß, ich schwitze, es ist kalt, im Winter ist es kalt, oder zieh dich warm an, es ist kalt draußen, es ist warm, heute ist es angenehm warm, oder im Zimmer ist es schön warm, und es ist kühl, zwischen warm und kalt. Am Abend wird es kühl, oder im Schatten ist es angenehm kühl. Und die Jahreszeiten? Im Frühling, im Sommer, im Herbst, im Winter? Ja, im Frühling blühen die Blumen, oder im Frühling fahren wir oft Fahrrad, im Sommer gehen wir schwimmen, oder der Sommer ist dieses Jahr sehr heiß, im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen, oder wir machen im Herbst immer einen Spaziergang, im Winter fahren wir in die Berge zum Skifahren, oder im Winter ist es früh dunkel. Und bei bestimmtem Wetter? Bei schönem Wetter, bei schlechtem Wetter? Ja, bei schönem Wetter sitzen wir gerne im Garten, oder bei schönem Wetter fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit, und schlechtes Wetter, bei schlechtem Wetter bleiben wir zu Hause, oder bei schlechtem Wetter nehme ich lieber den Bus. Jetzt kommt moderne Technik. Das ist heute sehr wichtig. Ja, total. Fangen wir an. Am Computer arbeiten, ich arbeite den ganzen Tag am Computer, oder er arbeitet oft bis spät in die Nacht am Computer, im Internet surfen, ich surfe gerne im Internet, um Nachrichten zu lesen, oder im Internet zu surfen kann viel Zeit kosten. Und Kommunikation? E-Mails schreiben, chatten? Ja, ich muss noch schnell ein paar E-Mails schreiben, oder schreib mir eine E-Mail. Wenn du Zeit hast, chatten, mit meinen Freunden chatte ich jeden Abend, oder beim Chatten lernt man neue Leute kennen, und telefonieren, anrufen und SMS schreiben. Kannst du mich morgen anrufen? Oder ich rufe dich heute Abend an, und SMS, schreib mir eine SMS, wenn du ankommst, oder ich habe dir gestern eine SMS geschrieben. Und Fotos und Videos? Ein Foto machen, ein Video aufnehmen? Ja, darf ich ein Foto von dir machen? Oder, wir haben viele Fotos im Urlaub gemacht. Und Video, ich möchte das Konzert mit dem Handy aufnehmen. Oder, kannst du ein Video von der Aufführung aufnehmen? Und soziale Medien? Soziale Medien nutzen? Ja, junge Leute nutzen oft soziale Medien. Oder, ich nutze soziale Medien, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben und online sein. Bist du heute Abend online? Oder, ich bin ab 20 Uhr online und offline. Das System ist momentan offline. Oder, wenn ich arbeite, bin ich immer offline. Und Probleme mit Technik? Die Batterie ist leer, aufladen, das Internet ist langsam? Ja, typische Alltagsprobleme. Mein Handy ist ausgegangen, die Batterie ist leer, oder die Batterie der Fernbedienung ist leer und aufladen. Ich muss mein Handy aufladen. Oder hast du ein Ladegerät, um den Akku aufzuladen? Und langsames Internet. Heute ist das Internet wieder so langsam. Oder bei schlechtem Wetter ist das Internet oft langsam. Und zum Schluss, eine App herunterladen. Ich habe mir eine neue App heruntergeladen. Oder kannst du mir sagen, wie ich diese App herunterladen kann? Wow! 200 Stück. Das ist unglaublich. Wir haben wirklich alle geschafft. Ja, 200 Redewendungen auf A2-Niveau. Das ist eine großartige Leistung. Du hast jetzt einen riesigen Wortschatz für den Alltag. Was nehme ich jetzt mit? Was sind die wichtigsten? Die Hobbys und Freizeitaktivitäten brauchst du oft, wenn du neue Leute triffst. Was sind deine Hobbys? Das ist eine Standardfrage. Und das Wetter ist immer ein guter Gesprächsstarter. Die Techniksachen sind heute auch im Alltag sehr wichtig. Und wie übe ich jetzt weiter? Versuch, jeden Tag bewusst ein paar neue Wörter zu benutzen. Sprich mit Freunden, schreib kurze Texte oder denk einfach auf Deutsch. Danke, Moni. Wirklich. Du hast mir so viel geholfen. Gern geschehen. Es hat mir auch Spaß gemacht, dich zu unterrichten. Du hast große Fortschritte gemacht. Und was machen wir jetzt? Gibt es noch mehr? Lacht, vielleicht irgendwann B1. Aber erstmal feiern wir deinen Erfolg. Ja, gute Idee. Lass uns etwas trinken gehen. Abgemacht. Und dann Prost. Prost.
Auf 200 geschaffte Redewendungen. Und auf viele weitere Gespräche auf Deutsch. Danke für alles, Moni. Bitte schön. Und jetzt, los geht's.